Boah. Ey, wie sich das einfach anfühlt, hier auf so einem fetten Motor zu stehen. Was ist das denn für ein Raum? Das auch. Das sehen wir, Mal hoch. wenn wir Nein. Schlafkabine im Badezimmer. Aua. Meine Hose. Ja, du musst die unten hoch machen, wenn sie Nagel. So, herzlich willkommen in der Schlafkabine. Wie geil. Nee, wie geil ist das denn? Liebe Freunde der gepflegten Lost Historie, herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Abenteuer auf unserem Kanal. Wir befinden uns gerade auf der Autobahn und wir steuern ein verlassenes Geisterschiff an. Und dahin würden wir euch heute gerne mitnehmen. Zwei Schiffe waren da, oder was, gerade? Ja, und? Zwei Schiffe, zu einem war noch einer, der guckt Fernsehen. Oder guckt einer Fernsehen, da gehen wir jetzt. Ey, wir gehen gerade übrigens komplett auf die Straße. So, dann gehen wir hier jetzt links runter, oder? Aha. Ja, schnell! Jetzt geradeaus, ne, mit die Fütterung. Ja, sieht schön aus. Hier haben wir das Geisterschiff. Guck mal, die fetten Anker. Inka. Was schätzt du, wie lang das ist? Doppelte von der Hälfte. Wie viel ist das denn? Guck mal hier, die Fische. Boah, voll die Fische. Boah, end viele Fische. So, guck mal, hier kommt man aber easy rein, ne? Ein paar Eckdaten zum Schiff. Das Schiff steht ungefähr seit 2 Jahren hier, ohne Besitzer. Der Besitzer soll wohl angeblich irgendwo in Osteuropa sitzen. Die Stadt hier, in der wir uns befinden, hat den Besitzer auch schon angeschrieben. Aber die Briefe sind wohl alle ungeöffnet zurückgekommen. Das heißt, der Besitzer ist nicht zu erreichen. Und die Anwohner haben sich halt hier beschwert bei irgendeinem Amt und hatten Angst, dass irgendwie das Schiff undicht ist oder so, weil das Schiff ist 62 Jahre alt und hier ist natürlich ein haufenweise Öl drin in dem Schiff und demnach hatten die Anwohner halt Angst. Hier kam sogar ein richtig großes Team vorbei mit Tauchern und diese haben dann von unten kontrolliert, ob das Schiff dicht ist. So, Länge 85 Meter. Breite, Tiefe. Das ist 85. Nee, das sind Tonnen, oder? 1320 Tonnen. Also 85 Meter lang und 8,20 Meter breit. Boah. Ey, da hinten läuft ein Motor, ne, auf dem Schiff. Ja. Und da liegt ein zweites Schiff. Hier, Klimaanlage, ne? Ja. Hoffen wir mal, dass der uns nicht Ja, wir sieht, sind noch ne? im Schiff, Patrick. Ein verlassenes Geisterschiff. Hier die fetten Ketten. Sind die vom Anker? Die sind, Doch, hier ist der Anker. Da. Ja, das sind die Ketten vom Anker. Was ist das denn? Ach, der lässt Wasser ab. Okay, hier geht's jetzt einmal hoch. Guck mal hier, diese Kabine, ne? Die konntest du hochfahren. Siehst du das? Die, Ja. Du konntest die Kabine Die bis da so, vorne, ja. so komplett hochfahren und dann war da das Steuer drin. So. Und hier können wir mal in die Kabine reingucken. Hier haben wir ein Kontrollpult, Schaltpult. Hinten steht noch ein Drucker. Guck mal, hier rechts konntest du Speed, Anlassen, Betrieb, Stopp, zurück. Telefon liegt da unten noch. Warte. Da ist der Motor rum. Ja, da können wir rein, ne? Oh ja. Oh ja. Pass uns auf. Das geht wohl endlich da runter, oder? Ja? Ja, hier kompletter Motor vom Schiff. Doch. Zieh mal hoch das Ding. Achte mal, hier sind die Sprossen. Wir müssen hier rein. Wo sind Sprossen? Da, hier ist nämlich der Notausstieg. Da sind keine Sprossen. Was denn? Wo sind die denn? Ah, hier. Da. Da müsst ihr rein? Ja. Jo. Wo sind wir voll weit auseinander? Jetzt muss aber ja einer hochhalten. Oder geht das ohne hochhalten? Boah,
Ist da, Junge? Du hast ein Geiserschiff. Klappt. Klappt. Boah, sind die Sprossen weit auseinander. Hammer, ne? Klappt. Alleine. Guck mal, jetzt stehen wir hier um einen riesigen Motor, ne? Boah, hier fehlt ein Zylinder. So ein Kolben. Zeig mal. Boah, der fette Kolben und so. Alter. Da kommt noch einer. Das ist eine ganz heiße Nummer hier. Die Sprossen sind nämlich mega weit auseinander. Ich weiß zu 100%, dass wir von hier nicht komplett ins Schiff reinkommen, sondern hier nur der Motor ist. Ne? Also das ist nur der Motorraum hier. Wo die Kabinen sind und Küche und etc., das ist nochmal ein anderer Bereich des Schiffs. Ja, hier ist auch noch ein Raum, ne? Aber hier hänge ich schon eine Scheiße drin. Nein. Klar. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr, super. Was ist das alles, die ganze Feuchtigkeit hier? Ist das Öl? Riecht auf jeden Fall so, ne? So, hier, boah, das ist eine Watthose, ne? Guck mal hier. Die ist cool. Die kannst du... Oh, mit Name. Von Jackson. Boah, die ist mega geil. Geh mal weg. Ah. Ja, hier haben wir eine Waschmaschine von den Jungs. Aber komisch, dass die im Motorraum ist, ne? Handschuhe. Deutz Dieselmotor. Leistung 500 PS. 500 PS? Drehzahl 375, Baujahr 1958. So, jetzt stehen wir ganz unten hier. Boah, hier riecht es aber sowas von nach Öl, ja. Hier haben wir dann die Schlosserei, beziehungsweise eine kleine Werkbank, wo die dann direkt hiervon aus gearbeitet haben. Und quasi irgendwelche Reparaturen am Motor oder so während der Fahrt durchführen konnten. So, würde ich sagen, können wir wieder hoch, oder? Suchen wir mal einen Eingang in die Kabine. Ja, da müssen wir rein. Wo die ganzen Betten sind, etc. Küche. Alter, jetzt machen wir nicht schaffen. Scheiße, pass auf die Glasscherbe. Ja. Pass mal auf, Harry, drück die mal hoch. Guck mal. Du hast eine Glasscheibe im Nacken. Ja, danke. Ey, wie sich das einfach anfühlt, hier auf so einem fetten Motor zu stehen. Tief. Glasscherbe ist da. Und die Sprossen sind... Oh, häng ich fest? Ne. Oh, danke. Boah, guck mal, der Auspuff. Ja, Danke. das ist der Auspuff. Oh. Liegt aber drin unten. Ja. Ja, hier siehst du ganz Fuß oder was? Meinst du, das geht schnell? Vielleicht gehen wir mal hier weiter. Gucken wir von hier unten. So, wir laufen jetzt hier mal bis zum Anfang des Schiffs. 85 Meter, wie gesagt. Wir sehen das nochmal 85 Meter Länge, Breite 820 und T steht wahrscheinlich für Tonnen 1320. Wenn nicht, korrigiert mich da gerne. Ey, hier haben wir wohl noch ein bisschen Druck auf den Anzeigen, ne? Ja. Die stehen nicht auf 0. Okay. 40. Kannst du nicht sehen, was steht da? Überdruck. Über-Unterdruck. Steht auf 38. Ja, genau, das ist der Motor vom Anker, ne? Ja, hier haben wir den Anker. Boah. Man sieht da mal die ganzen Spinnennetze, dass der schon länger nicht mehr unten war. Komplett verstaubt hier mit Spinnengeweben, ne? Anker. Das ist der Anker. Mhm. Ja, 2 Stück. Danke. Löschens und Entgasens nicht ohne Erlaubnis des Schiffsführers öffnen. Sofort wieder schließen. Was ist das denn für ein Raum? Ist das auch wieder ein Motorenraum? Boah, ich bin so voller Öl. Boah, komm mal schnell rein. Arno, mach die Lampen aus. Da hinten laufen nämlich welche am anderen Ufer. Komm schnell rein. Boah, hier stinkt es aber extrem nach Öl. Hier sind wir jetzt. Ja, wieder ein Motor. Wofür ist der Motor? Ist das der Motor vom Anker? Kleine Werkstatt hier. Was ist das alles? Öl?
Das sind Schläuche hier. Also ich vermute mal, dass das hier der Motor für den Anker ist. Ansonsten, oder? Kann nur sein, ne? Elektrik. Guck mal hier, das ist auch noch ganz Stromverteilung von Rittal. Ist echt? Hier auch komplette Elektronik. Weiter. Weiter. Guck mal hier, was ist hier für eine Siffe drin? Das ist Code. Das ist kein Code. Hier hängt sogar noch ein Schlüssel. So, genau. Ey, pass auf, ne? Ladelöschleitung. Aber wir gucken, ob wir hier noch, dass wir irgendwie da reinkommen. Das gibt es morgen auf dem Boden. Oh. Guck mal hier, ey. Ja, Hört auf. das sehen wir, Mal hoch. wenn wir Nein. Das ist der Öltank. Das ist der Öltank, ja. Steht hier irgendwann, wie viel Liter hier rein kann? Echo! Müssen wir Klappe zufallen lassen? Was schätzt du? Tankbombe, Wie hi. viel Liter? Ja. Guck mal hier, Rettungsboot. Guck mal, Arno. Ja, eine Rallye. Einige Türen knallen. Hier haben wir wieder ein paar Luken. Nee, Was haben wir hier? Auch nicht schlecht. Hier eine Weste, ne? Schläuche. Schade. Auf jeden Fall 85 Meter lang. Guck mal hier. Ja, ist der Tank. Das ist wieder ein Tank. Ja. Guck mal, das ist die Anzeige vom Tank. Ja. Über Unterdruck hier. Ach, ne. Nur hier ist auf. Auch wieder alles zu und Muttern. Mhm. So, Freunde. Tatsächlich, das Führerhaus bzw. die Kabinen sind auf. Auf dem Kanal in Deutschland. Und hier können wir jetzt wahrscheinlich reinklettern, ja. Meter lang. Schlafkabine! Im Badezimmer! Nee! Komm ich denn da rein? Alter, ob ich hier durchpasse? Guck mal. Ja, da hinten steht ein Auto, ne? Wo? Hinten rechts? Ja, nicht die ganze Zeit hinter. Weiß ich nicht. Du kannst nur seitlich reingehen, Harry. Ja. Dann geht das. Ich will mal eine Miete. So Leute, wunderbar. Wir kommen tatsächlich ins Geisterschiff jetzt rein hier. Jetzt geht's ab. Haben hier einen Zugang durchs... Halt mir mal bitte die Tür auf. Wir haben hier einen Zugang durchs Badezimmer. das Klo. Alter. Oh, guck mal, wir passen hier gar nicht durch. Guck dir das an. Guck dir das an. Aua. Meine Hose. Ja, du musst die unten hoch machen, wenn sie Nagel. So, herzlich willkommen in der Schlafkabine. Was ist das? Das ist eine Geldkassette, eine kleine. Guck mal hier unten, unterm Bett. Die ist aber ledig. Oh, voll die Gürtel. Was ist das, ein Gürtel? Hier haben wir ein ganz kleines Büro mit einer sehr schönen Lampe. Wir sind doch gar nicht so tief. Warum ist denn hier die Verbindung so scheiße? Ja, dann. Ein Blechdach, ne? Wäre jetzt der Hammer, wenn die angehen würde, ne? Was für ein Hammer. Oh. Was denn? Was denn? Die haben doch Stimmt. irgendwas gesagt mit einem Radstand. Tomek, Master of Disaster. Stehen. Verbandskasten. Ein Kühlschrank. Die Küche. Boah, hier stinkt es bestialisch. Mikrowelle essen. Einen ganz alten Toaster hier noch. Kleines Plumpsklo. Ja, die ist hier, Alter. Aber wir können verbinden. Guck mal, hier haben wir ein Fahrrad. Warte. Hier liegt einfach ein Fahrrad in der Kabine. Nee. Doch. Ja, hier ist noch so Schiff. Klimaanlage.
Hallo Schatz. Ist leider nicht mehr so viel Inventar hier drin. Aber auf jeden Fall mega Hammer, dass wir hier auch reingekommen sind. Weiß einer, wie wir in die Fahrerkabine kommen? Nein. Hier haben wir auch noch Schränke, ne? Ah, mach den Kühlschrank nicht auf. Da ist nichts drin. Mein Laden da unten. Guck mal hier. Kalender von 2019. Kalender 2019, Mädels. Boah, alles voller Schlüssel. Guck mal hier die ganzen Zeitungen. So, direkt neben dem Geisterschiff befindet sich hier dieses aktive Schiff Wen hat der dabei? Guck mal. aus Holland. Da ist er am Zocken, guck mal. Der ist am Zocken, Alter. Ey, ja. Call of Duty. Guck mal, COD am Zocken. Zocken, Alter. Ist das geil. Da vorne hängt ein Auto, der ist aber voll am Zocken.